Heute nähen wir einen Kulturwürfel. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Babs und auf diesem Kanal bekommst du gefährliches Halbwissen professionell vermittelt. Und heute machen wir einen Kulturwürfel. Was ist ein Kulturwürfel? Eine Kulturtasche, aber als Würfel. Ich fand die Form so mega nice und habe mir deshalb ein Schnittmuster dazu gemacht. Jetzt magst du dich fragen, warum hat die da 3 Kulturwürfel stehen? Das ist einfach. Das hier war der Prototyp, um zu gucken, ob mein Schnittmuster passt. Diesen hier habe ich für das Video und für eine Anleitung gemacht. Und dabei ist die Kamera an einer wichtigen Stelle ausgestiegen. Deshalb habe ich den hier noch genäht, um euch das trotzdem zeigen zu können. Macht aber nichts. Den hier bekommt ein Kumpel, den hier bekommt mein Mann und der ist für mich. Das Schnittmuster kannst du dir auch, wenn du möchtest, in meinem Shop runterladen. Dort gibt es entweder jetzt schon oder demnächst auch diese Label wieder. Die sind aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme in der Produktion. Sobald die da sind, stelle ich die online. Also wer da Interesse hat, gerne mal im Shop vorbeischauen. Das Schnittmuster mit einer bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitung kannst du dir direkt runterladen. Da musst du auch nicht drauf warten. Oder wenn du lieber mit einem Bewegtbild arbeitest, dann mit diesem Video als Anleitung, denn da zeige ich auch nochmal alles Schritt für Schritt. Aber super cool, wenn du sagst, ich habe jetzt keine Zeit, ich kann auch warten, dann würde ich empfehlen, bis zum August zu warten. Da ist dieses Schnittmuster mit der Anleitung nämlich in der Nähen und Patchwork. Das ist ein Magazin, das bekommt man mit Sicherheit so ziemlich überall, wo es Magazine gibt, in den Supermärkten. Und dort ist mein Schnittmuster enthalten mit einer Anleitung, aber natürlich nicht nur mein Schnittmuster und meine Anleitung, sondern noch ganz viele mehr von anderen tollen Designern und Creatoren. Also wenn du sagst, ich kann warten, dann kann ich dir auch empfehlen, das Magazin Nähen und Patchwork, und zwar die August-Ausgabe zu kaufen. Das Schnittmuster ist auch relativ einfach aufgebaut. Das hat 3 Teile. Das siehst du gleich im Video alles, wie du das zuschneiden musst und natürlich, wie du das nähen musst. Bevor wir loslegen, habe ich aber noch ein Thema, das ich ansprechen muss. Ich sehe, dass 68% der Leute, die meinen Kanal schauen, diesen nicht abonniert haben. Ich sage es ganz transparent, wie es ist. Die Kanalgröße ist natürlich die Währung, mit der ein Creator arbeitet. Mit der kann man ins Gespräch gehen für Firmenkooperationen, was nicht nur mir helfen würde, den Kanal zu finanzieren, sondern auch dazu führen würde, dass ich euch coole Sachen vorstellen kann. Aktuell lehne ich etwa 4 Anfragen in der Woche ab. Einfach weil ich euch keinen Schrott verkaufen möchte. Und ich ganz bestimmt nicht für Temu und Co. Werbung machen werde. Aber, auch das muss man einfach mal so transparent sagen, ich betreibe den Kanal jetzt seit knapp 2 Jahren und bisher ist es ein Verlustgeschäft. Also ich zahle da jeden Monat drauf. Mein Finanzamt weiß das auch. Also, wenn du mich unterstützen möchtest, schau einfach mal im Online-Shop vorbei. Abonniere den Kanal, drück die Glocke, dann verpasst du auch kein Video mehr, wenn du Spaß mit den Inhalten hast und würdest mich ein wenig unterstützen, sodass sich das vielleicht hier irgendwann mal so weit rechnet, dass es 0 auf 0 aufgeht und das kein sehr teures Hobby ist, das viel Arbeit macht. Jetzt starten wir aber rein ins Video. Das sind die Schnittteile. Die äußere Seitentasche wird im Bruch zugeschnitten. Das Innenteil wird zweimal zugeschnitten, da habe ich dann eine Naht am Boden, und das Außenteil wird wieder im Bruch zugeschnitten, da habe ich keine Naht am Boden. Und zugeschnitten sieht das Ganze so aus. Außerdem ein Reißverschluss, 2 Zipper und ein Label optional. Wenn du ein Label benutzen möchtest, dann brauchst du als erstes die Seitentasche und da brauchen wir die Mitte. Deshalb habe ich mir das Ganze gefaltet und einfach geknickt. Man könnte sich das natürlich auch mit einer Nadel markieren. Ich fand hier so einen kleinen Knick völlig ausreichend, weil der Stoff relativ fest ist und man diesen Knick gut sehen kann. Das kommt also auf deinen Stoff an. Und da platziere ich das Label in der Mitte, stecke mir das mit einer Nadel fest und nähe da einmal außen rum. Wie du siehst, das Label muss in der unteren Hälfte platziert werden.
Und da nähen wir um das Label einmal außen rum. Am besten nicht an einer Ecke anfangen, sondern auf einer Geraden tut man sich ein bisschen leichter. So wird das später aussehen. Und damit es so aussieht, muss ich als erstes die Tasche rechts auf rechts falten und mit 1 cm Nahtzugabe unten zusammennähen. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich das Ganze wenden. Ich habe mir dann meine Naht unten einmal in die Mitte gelegt und da drüber gerollert, damit sich der Stoff ein bisschen legt. Habe das Ganze dann wieder gefaltet und nochmal drüber gerollert, damit ich jetzt meine Seitentasche erstmal schön aufeinander liegen habe. Und dann kann ich an der oberen Kante die Seitentasche knappkantig absteppen. Und damit man sich das mal vorstellen kann, was Boden, Seite und oben ist, lege ich das mal so zusammen, wie später zusammen sein soll. Und natürlich werden die Ecken noch abgenäht, aber jetzt sieht man, was oben ist, der Boden, und man sieht die Seiten. Das bedeutet, diese Seitentasche muss auf so ein Seitenteil. Es ist aber auch insofern selbsterklärend, weil es nur auf eine Seite passt. Wichtig ist, dass die Oberkante zu dem kürzeren Teil schaut und die untere Kante natürlich zum Boden schaut, sonst ist die Tasche später falsch rum. Und jetzt kann ich mir die feststecken und dann kann ich an der unteren Kante entlang das knappkantig absteppen, sodass das unten festgenäht ist. Die Seiten werden später festgenäht. Jetzt brauche ich meinen Endlosreißverschluss und der sollte auf jeden Fall ein Stück länger sein als meine obere Kante. Mein Reißverschluss ist hier 36 cm und die obere Kante ist mit Nahtzugabe 32 cm lang. Jetzt trenne ich meinen Endlosreißverschluss und lege den auf meine obere Kante. Und zwar so, dass die rechte Seite des Taschenstoffs zu mir schaut, die Zähnchen des Reißverschlusses nach unten schauen, sodass das quasi rechts auf rechts liegt. Und jetzt brauche ich ein Innenteil und auch das wird mit der rechten Seite nach unten gelegt, sodass die Stoffe rechts auf rechts liegen. Und jetzt müssen oben die Kanten matchen. Dazu lege ich mir erstmal die beiden Teile aufeinander und gucke, dass die Kanten passen. Und dann lege ich mir den Reißverschluss so dazwischen, dass oben alle 3 Kanten bündig liegen. Und das stecke ich mir jetzt der Reihe nach einmal fest bis zur anderen Seite und mache dasselbe dann für die zweite Seite von meinem Außenstoff. Und jetzt können wir drüber nähen mit einem Reißverschlussfuß. Da stelle ich mir die Nadel immer noch ein Stück nach links bzw. rechts, je nachdem, wie rum du das in die Maschine legst, vorne, und am Ende wird verriegelt und dann einmal mit Ruhe die komplette Länge entlang nähen, sodass wir einigermaßen knapp am Reißverschluss entlang genäht haben. Dann klappen wir die Stoffe links auf links und nähen mit dem Reißverschlussfuß auch die Kante einmal knappkantig ab. Wenn man den Stoff bügeln kann, dann gerne vorher bügeln. Der Stoff ist zum Bügeln nicht ganz so optimal, deshalb habe ich es jetzt so gemacht. Egal wie man es macht, ob man bügelt oder nicht, auf jeden Fall gucken, dass der Stoff schön von den Zähnchen wegliegt. Jetzt können wir uns der Innentasche widmen. Dazu legen wir die beiden Innenteile rechts auf rechts. Das, was oben liegt, ist jetzt der Boden. Und den legen wir bündig aufeinander, klammern uns das fest und nähen den zusammen, allerdings nur die äußeren Ecken. In der Mitte muss eine Wendeöffnung frei bleiben. Ich habe hier genau das Stück genäht, was hier auch übersteht. Jetzt brauche ich die Zipper, am besten 2 Stück. Das macht das Nähen vor allem auch einfacher. Und die fädel ich jetzt auf beiden Seiten auf. Das sieht dann so aus, ich schiebe die so weit vor, dass die mir beim Nähen nicht im Weg sind, lasse aber auf jeden Fall in der Mitte offen. Und jetzt, wenn der Zipper weit genug innen ist, kann ich mir meinen Boden rechts auf rechts falten, sodass die Außenkanten passen und die Naht vom Boden in der Mitte vom Reißverschluss liegt. Das geht sich genau auf. Und dann kann ich mir das feststecken. Das mache ich erstmal an beiden Seiten. Allerdings stecke ich dabei ausschließlich den Innenstoff fest. In der Mitte kann ich allerdings, dort wo der Reißverschluss sitzt, auch noch eine Klammer setzen.
Und das mache ich jetzt für die andere Seite genauso. Wenn alles festgesteckt ist, drehe ich das und mache das genauso für den Außenstoff. Achtung, wir haben noch Nadeln an unserer Seitentasche drin, damit die auch liegen bleibt. Auch hier stecke ich wieder nur den Außenstoff fest, so dass die Kanten außen bündig liegen, dann passt auch die Strecke zum Innenstoff. Und die Klammer in der Mitte, die kann ich jetzt nochmal lösen und alle Lagen zusammenstecken. Ich lasse den Reißverschluss noch überstehen, schneide den später ab. Wer sich leichter tut, kann den auch jetzt schon etwas kürzen. Und das mache ich wieder für beide Seiten. Jetzt müssen die einzelnen Teile abgenäht werden. Also einmal die Strecke Außenstoff, die Strecke Innenstoff und das auf beiden Seiten. Und dann erst wird die Mitte über dem Reißverschluss geschlossen. Wie am Anfang gesagt, sind die Farben jetzt anders. Ich habe hier gelben Innenstoff, den klappe ich mir jetzt weg und nähe nur meinen pinken Außenstoff zusammen. Und zwar so weit, bis es nicht mehr weitergeht, mit 1 Zentimeter Nahtzugabe. Jetzt bin ich hier kurz vor dem Reißverschluss, da ging es nicht mehr weiter. Und jetzt mache ich dasselbe für die andere Seite. Ich klappe mir den Innenstoff weg und nähe von dem Moment an, wo es losgeht, also wo mein Füßchen gut sitzt, bis zur Kante. Ich kann das natürlich auch andersrum legen, sodass ich immer von der Kante nach innen nähe. Das ist egal, wie dir das lieber ist. Das sieht jetzt so aus. Die Klammer in der Mitte lasse ich noch stecken. Und bevor ich dieses Teil nähen kann, muss ich jetzt meinen Innenstoff zusammennähen. Ich habe hier einfach dasselbe Garn benutzt, aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dass man da nichts sieht später, solltest du natürlich farblich passendes Garn benutzen. Und da gehe ich ganz genauso vor. Ich nähe von der Kante bis dahin, wo es nicht weitergeht, mache dasselbe für die andere Seite. Jetzt sieht das auf dieser Seite aus wie auf der anderen. Ich habe mir die Nahtzugabe jetzt noch auseinandergelegt, damit das nicht so dick ist. Und jetzt müssen wir die Mitte schließen. Dazu lege ich jetzt beide Seiten auseinander, sprich Innenstoff liegt auf Außenstoff auf beiden Seiten. Und ich setze da an, wo ich aufgehört habe mit meiner Naht und nähe bis zum nächsten Anfang, verriegel dann. Und ich setze jetzt noch eine zweite Naht ganz knapp neben die erste, außerhalb, also auf die Nahtzugabe, sodass das später, da wo der Reißverschluss ist, ein bisschen verstärkt ist. Das muss ich natürlich auf beiden Seiten gleich machen. Jetzt kann ich meinen Reißverschlussüberstand abschneiden, ohne dass ich ein Problem bekomme. Und jetzt wird es ein wenig friggelig. Jetzt muss ich so in die Tasche greifen, also in diese Ecken greifen und mir das aufeinanderlegen. Ich schaue, dass die Nahtzugabe immer in dieselbe Richtung schaut, sodass da nichts verdreht ist und später unschöne Ecken gibt. Und jetzt muss ich das übereinander legen. Je nachdem, wie steif der Stoff ist, ist das ein bisschen mehr oder weniger Arbeit, aber das kriegt man hin. Und wenn die ordentlich aufeinander liegen, sodass das schön dieselbe Strecke ergibt und da nichts übersteht, dann kann ich mir das feststecken. Und das muss ich jetzt für alle 8 Ecken machen, denn ich habe 4 Außenecken und 4 Innenecken. Wenn ich bei der Seite bin, wo die Außentasche noch festgesteckt ist, denkt dran, dass da eben noch Nadeln drin sind, damit man sich da jetzt nicht sticht. Und da werden alle Lagen bündig festgesteckt, sodass die Seitentasche und der Boden alles aufeinander liegt und genauso festgesteckt wie der Rest. Und ja, das mache ich jetzt, bis ich alle Ecken festgesteckt habe. Und dann kann ich an der Nähmaschine all diese Ecken mit 1 Zentimeter Nahtzugabe abnähen. Ob du dir alle Ecken auf einmal steckst und auf einmal nähst oder ob du erst Innenstoff und dann den Außenstoff machst, das bleibt dir selbst überlassen, wie du glaubst, dass du am besten zurechtkommst. Wenn du alle Ecken abgenäht hast, dann sieht das so aus, ein bisschen wild. Hier haben wir noch die Wendeöffnung im Boden. Und was ich jetzt mache, damit sich das später schöner legt, ist, alle von diesen Ecken die Nahtzugabe ein wenig zu kürzen, auf etwa 2 bis 3 Millimeter neben der Naht. Dann kann ich in meine Wendeöffnung reingreifen und mir meinen Außenstoff rausholen. Und ich sag's nochmal, da sind noch Nadeln drin. Das ist wirklich, die kann man sich wirklich tief in die Hand rammen. Ich spreche da natürlich nicht aus Erfahrung, ich habe das natürlich noch nie gemacht. Ich weiß
aber dass es weh tut. Also bitte, bitte achtet auf die Nadeln oder fasst rein und zieht die Nadeln zuerst raus. Denn jetzt ist ja alles festgenäht, jetzt brauchen wir die Nadeln nicht mehr. Und mit ein wenig Geduld, auch da kommt es wieder drauf an, was für einen Stoff man benutzt, wie streng oder leicht das geht. Aber mit etwas Geduld kann man jetzt das Ganze nach außen wenden. Wenn ich das jetzt komplett gewendet habe, muss ich mir meine Innentasche nochmal so weit rausziehen, wie es geht. Denn da haben wir ja die Wendeöffnung noch offen. Und jetzt kann ich die Nahtzugabe nach innen klappen, so, ordentlich aufeinanderlegen, feststecken und da ganz knappkantig mit einem farblich passenden Garn drüber nähen. Dann muss ich nur noch die Ecken ausformen und jetzt sieht das Ganze so aus. Ein schöner, kompakter Würfel mit einer großen Öffnung. Ich kann mir hier den Deckel nach außen umklappen, dann habe ich eine richtig große Öffnung, komme da richtig gut rein. Da passt auch richtig was rein, also da ist richtig viel Platz. Ich finde, das sieht super, super cool aus. Ich mag auch die Neonfarben einfach sehr gerne und es ist super praktisch. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, man konnte alle Schritte gut nachvollziehen. Ich möchte nochmal darauf verweisen, wenn du dir das Schnittmuster im Online-Shop holen möchtest. Ich verlinke das alles in der Infobox. Da bekommst du auch eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung mit dazu, wenn dir das lieber ist. Und ja, ich kann es nur nochmal sagen, lass ein Abo da, lass ein Like da, schreib einen Kommentar und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!